Das, was ein britisches Forschungsteam jetzt in der Antarktis entdeckt hat, ist wirklich ungewöhnlich. Eine Fläche von 50.000 Quadratkilometern Eis ist bereits abgesackt. Zurück bleiben riesige Schmelzwasserseen. Die Erklärung dafür sind wohl radioaktive Gesteine, die sich unter der Eisschicht befinden und das Eis von unten nach oben schmelzen lassen. Was man bisher zu dieser mysteriösen Anomalie unter dem Eis weiß und warum diese Entdeckung wirklich tragische Folgen für die ganze Erde haben könnte, jetzt bei Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Als das Team des britischen Polarforschungsprogramms British Antarctic Survey, kurz BAS, eine Region in der Ostantarktis überflog, trauten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wohl ihren eigenen Augen nicht. Denn dort war eine Eisfläche von gigantischem Ausmaß, nämlich etwa 5-mal so groß wie Berlin, ja abgesackt, deutlich dezimiert. Das Radar spürte stattdessen riesige Schmelzwasserseen unter dem Eis auf, die sich offensichtlich kilometerweit erstreckten. Die darüber liegenden Eisschichten sacken also immer weiter nach unten ab. Die Ursache für all das sind nach Vermutung der Expertinnen und Experten wohl ungewöhnliche radioaktive Gesteine, die eben für diese großen Schmelzzonen sorgen. Diese lassen die Basis des Eis quasi von unten nach oben schmelzen. Dazu Tom Jordan, der Hauptautor der aktuellen Studie. Dies war ein wirklich aufregendes Projekt, denn hier haben wir eine der vielleicht letzten noch unerforschten Regionen unseres Planeten erkundet. Unsere Ergebnisse waren ziemlich unerwartet, da viele Leute der Meinung waren, dass diese Region der Antarktis aus uralten und kalten Gesteinen besteht, die die Eisfläche darüber wenig beeinflussen. Dieses Phänomen ist laut des Forschungsteams allerdings nicht unbedingt eine neue Entwicklung. Die Eisschmelze, die jetzt beobachtet wurde, könnte demnach schon seit Tausenden oder sogar Millionen Jahren im Gange sein. Dennoch könnte das zusätzliche Schmelzwasser in der Eisdecke die Region in Zukunft viel anfälliger für äußere Faktoren wie eben den Klimawandel machen, so die Befürchtung der Fachleute. Zudem ist es laut der aktuellen Studie äußerst wahrscheinlich, dass solche lokalen Anomalien in der Ostantarktis weit verbreitet sein könnten. Und das könnte zu einem großen Problem werden, denn um vorherzusagen, wie viel Eis an den Polen verloren geht und welche Folgen das weltweit haben könnte, braucht es exakte Daten. Doch die aktuelle Entdeckung zeigt, dass wir in diesem Zusammenhang noch lange nicht alles auf dem Schirm haben. Die großen Schmelzzonen in der Ostantarktis beispielsweise sind in keiner Berechnung enthalten. Doch auch ohne dieses neu entdeckte Phänomen ist das Problem des Schmelzens in der Antarktis groß. Ja, wir berichten hier bei Klicks und Science Fiction immer wieder darüber. Erst im Sommer 2018 hatte ein Forschungsteam der University Leeds eine besorgniserregende Botschaft verkündet. Demnach hat die Antarktis nämlich von 2012 bis 2017 im Mittel 219 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verloren. Eine riesige Zahl und fast 3-mal so viel wie in den Jahren davor. Das muss man sich mal vorstellen. Das Eisschild der Antarktis hat seit 1992 also insgesamt etwa 3 Billionen Tonnen Eis verloren. Mit dieser Menge könnte man ganz Deutschland rund 8 Meter hoch mit Wasser bedecken. Doch eben nicht nur die reine Wassermenge an sich macht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so große Angst, sondern eben auch die Geschwindigkeit. 40% des Eisverlustes passierten der Studie zufolge in den vergangenen 5 Jahren. Ja, denken wir mal den Worst Case, dann nämlich, wenn das gesamte Antarktiseis schmelzen würde, der globale Meeresspiegel würde dann um unglaubliche 58 Meter ansteigen. Eine Katastrophe, nicht nur für die Küstengebiete auf der Erde. Wir stehen also kurz vor Alarmstufe Rot, denn schon jetzt sind einige Veränderungen in der Antarktis nicht mehr rückgängig zu machen. So kurios die jetzt entdeckten heißen Quellen auf den ersten Blick also erscheinen, umso klarer steht auch fest, dass sie dringend genauer erforscht werden müssen. Wenn es Neues dazu gibt, erfahrt das natürlich hier oder auch auf dem englischen Kanal, denn da gibt es heute und immer wieder Videopremieren. Making Plastic from Plastic Waste are Bioplastics, the solution to global pollution. Sehr interessante Lösung für unsere Plastikmüllprobleme. Ich dafür übrigens hier unbedingt klicken. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. Stay tuned. See you soon.